Seit einigen Tagen läuft es hier mal wieder ganz gut auf Büffelfisch. Und das Besondere an dem Büffelfisch-Spot ist, dass hier auch regelmäßig die schwarzen Büffelfische reingehen. Und ich habe es vor ein paar Tagen auch schon mal getestet. Und ja, ich hatte auch schon meine ersten schwarzen Büffelfische mal wieder hier nach längerer Zeit. Und jetzt probieren wir es einfach nochmal und vielleicht nochmal ein bisschen intensiver. Ja, Büffelfisch. Büffelfisch ist ja seit Monaten relativ easy zu fangen. Und eine Kombi, die ja komplett strange war das mit der Banane. Die Banane ist mittlerweile jetzt nicht mehr so im Trend. Jetzt geht es eigentlich wieder zurück auf die klassischen Aromen, die ganz zu Anfang, wo das Gewässer noch neu war, auch immer wieder funktioniert haben für einen Büffelfisch. Und zwar Krill und Gewürz. Und Krill und Gewürz scheint gerade hier wieder richtig gut zu laufen und vor allem eben auch auf dem schwarzen Büffelfisch. Also seit einigen Tagen oder seit über einer Woche immer mal wieder Meldung, Trophy. Mehrfach Trophies, schwarzer Büffelfisch. Das ist halt abgefahren und die Woche ist noch jung und wir gucken mal eben kurz rein, wie es aussieht. International wöchentlich schwarze Büffelfisch. Ja, was soll man sagen, ne? Schwarze Büffelfische. Fast alle über 20 Kilo. Also, das ist doch verrückt. Komplett hier eben auf Gewürz und auf Krill. Wir gucken uns das Setup gleich auch noch mal ein bisschen an. Aber Gewürz und Krill in Kombination, das scheint einfach the shit zu sein. Man findet ja futtermäßig immer mal wieder ein bisschen verschiedene Mischen. Ich habe jetzt hier mal eine noch zusammengebastelt, beziehungsweise hatte auch noch eine vom letzten Mal. Ne, Schuppenkarpfen, ich dachte schon gerade erst, das wäre es ja gewesen. Gutes Gewicht, aber verkehrter Fisch. Ja, Schuppenkarpfen gehen hier rein, Amure gehen hier auch zwischendurch rein, also nicht wundern. Ruhig mal ein bisschen stabiler hier auch vom Setup rangehen. Ja, Futtermischen gucken wir uns gleich im Detail an, die ich jetzt gerade verwende. Köderkombination hatten wir ja gerade schon gesehen. Und jetzt ist natürlich dann nur noch die Frage, wie schwer und groß geht man rein. Ich habe verschiedene Beiträge gesehen, ganz normal von einem Einserhaken, was absolut vernünftig ist für einen Büffelfisch. Einserhaken absolut auch ausreichend. 1,0er habe ich auch gerade in Verwendung, bis hin zum 4,0er jetzt gerade in Verwendung. Und auch hier Variation, also vom Dip entweder Hot Devil oder eben Krill. Auch da kann man wieder ein bisschen dran rumspielen und ein bisschen testen. Im Großen und Ganzen scheint aber das Spicy und Hot Devil und das mit Gewürz ganz gut zu funktionieren. Also das scheint hier auch richtig gut nochmal zu triggern. Ja, was soll man sonst noch großartig zum Büffelfisch sagen? Ich meine, die laufen halt seit Wochen, seit Monaten richtig gut und immer wieder an den klassischen Spots. Hier ist es jetzt momentan der Spot direkt wieder hier ja, am Magen, am Magen und nicht am Darm, sondern quasi direkt hier am Tümpel. Und ja, hier lübt es immer mal wieder ganz gut. Es gibt auch immer mal wieder ganz kurze Flauten und dann hat sie wieder so ein bisschen mehr Frequenz. Also, wie es halt so läuft mit den Büffeln, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber im Großen und Ganzen, na guck, nehmen wir auch mit. Wildkarpfen und Marmorkarpfen waren auch mit dabei zuletzt. Wobei hier gehe ich nochmal mehr auf Hot Devil. Genau, auch hier nochmal übertrieben großes Setup, 4,0. Achso, 22 Meter Clip. Es gibt auch ein paar Meldungen mit 21 Meter Clip, aber ich glaube so 22 Meter Clip sollte doch ganz gut funktionieren. Und da ist doch was drauf. Ja, und hängt auch schon fest, jawohl. Sehr gut. Ja, also läuft ganz gut. Wir gucken gleich nochmal eben jetzt in die Futtermische rein. Und dann hoffe ich natürlich hier irgendwann auf den schwarzen Büffelfisch. Ich glaube, man braucht einfach wahnsinnig viel Sitzfleisch, ne? Aber dadurch, dass hier so viele Meldungen gerade kommen über diesen Fisch, muss man das einfach probieren. Wenn man Bock hat auf so einen super seltenen Fisch, dann ran da. Auch das würde ich sagen im Moment, naja gut, mit Marmorkarpfen und Wildkarpfen ist es gar nicht so schlecht.
Also kann man tatsächlich machen, auch kohlemäßig gar nicht so schlecht. Die beiden, die ballern halt auch immer noch mit rein. Marmorkarpfen, Wildkarpfen, Amure, Schuppenkarpfen. Also im Großen und Ganzen hat man hier schon eine ganz vernünftige Ausbeute. Sonnenblumenkerne, Krill, Feed Pellets 12, schwarzer Krill, getrockneter Krill, Gewürzmischung, Gewürzmischung. Man kann das auch mit weniger Krill machen und mit noch mehr Gewürz. Also wenn du irgendwas Gewürziges findest, spicy, Gewürz, gibt es nicht da noch Feed Pellets? Genau, würzige Feed Pellets, so heißt es. Gibt es auch noch, kann man natürlich auch noch mit reinmischen. Also so in die Richtung und dann passt das eigentlich schon. Zack, hier geht es auch direkt weiter, so soll das. Ja, und dann hat man eigentlich nur noch abzuwarten und zu hoffen, dass vielleicht irgendwann der schwarze Büffelfisch reingeht und im Idealfall auch noch in richtig groß. Weißt du was, hier ändere ich das Ganze nochmal auf einen 3-0er. Machen wir mal so ein bisschen so ein Zwischending und dann einfach hier Gewürz sinkend, also alles klassische Haarmontage, sinkend und auf Il, da ist er, der Krill, der ozeanische. Und dann haben wir es hier. Futtermische brauche ich gerade nicht. Und dann raus hier auf die 22 Meter. Jawohl. Ja, und dann heißt es warten, ne? Und zack, geht auch nochmal was Großes rein. Diesmal sogar wahrscheinlich noch über 10 Kilo. Gerade war schon etwas größerer dabei. Ja, es braucht tatsächlich immer ein wenig Zeit. Aber das ist hoffentlich ein guter Brocken. Ich hoffe, er hat richtig gehakt. Fühlte sich gerade so ein bisschen zaghaft an und relativ spät dann auch der Einschlag. Ich hoffe, er hängt gut ran und ist größentechnisch auch in einem guten Format. Und vor allem hoffe ich, dass es überhaupt erstmal ein Büffelfisch ist und nicht irgendwas von den anderen Kandidaten. Ne? Amur, wie gerade schon gesagt, Wildkarpfen, Marmorkarpfen, das kann halt alles hier reingehen. Gucken wir mal. Ziehen wir mal langsam ran hier. Ja, es kommt so langsam ran. Ja, aber ich hoffe, wie gesagt, dass er nicht ausschlitzt. Das war schon sehr, sehr, sehr knapp hier gerade. So. Der nächste zieht ab. Ja, kann er gerne machen. Und ich kurbel hier einfach locker durch. Ja, Frequenz jetzt nach auch längerem Warten. Keine Riesenfrequenz. Ich würde sagen, im Vergleich zu den anderen vorherigen Büffelfisch-Spots, wo man auch gerne mal schön in einer Stunde seine paar hundert Silber machen konnte. Nee, hier jetzt vielleicht weniger. Also ja, es geht auch so einigermaßen fit, aber die anderen Spots waren deutlich effektiver. Hier aber geht es ja um den einen Seltenen. Ne? Und wie das halt immer so ist, wenn es um den einen Seltenen geht, naja, dann nimmt man eben in Kauf, dass man vielleicht einfach kein Cash macht, sondern diesen einen seltenen Fisch vielleicht bekommt. So, jetzt lass dich mal hier sehen, ob man noch weiter fiebern muss oder nicht. Wäre ja grandios, also das wäre ja komplett übertrieben. Wenn das jetzt hier nach dem zweiten Ansitz oder im zweiten Ansitz dann doch irgendwann funktioniert, wäre der Burner. Gewichtstechnisch könnte ich schon fast glauben, ja, könnte schon sein. Könnte er in einer guten Gewichtsklasse sein, wenn es ein Bufflet ist. Le Bufflet-Fisch. Vielleicht ballert er direkt rein. Der schwarze Büffel. Na? Da komm ran hier. Zier dich nicht so. Ich will doch nur wissen, was es für einer ist. Ich will doch nur wissen, was für einer ist. Und vor allem will ich nicht, dass er ausschlitzt. Komm ran hier. Da. Ist ein Schuppi, oder? Ich glaube, es ist ein Schuppi. Ja, es ist ein Schuppi. Ach, schade. Aber ein guter Schuppi, ja. Gutes Gewicht. Nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. Ja. Ja, schade. Schade. Das wär's, ey. So, komm ran. Ja. Sehr gutes Gewicht für einen Schuppi. So, nochmal eben nachziehen. Und
17, 18, 19,5. Das wär's gewesen, ne? Das wär's schon gewesen. So, schnell wieder raus. Dann nochmal eben hier gucken. Ja, irgendwas Lüdes. Den können wir aber eben hier von der Seite noch schnell einsammeln. Na, der kleine Amur. Ja, bisher noch kein schwarzer Büffelfisch. Beim letzten Mal ansitzen waren es 3 schwarze Büffelfische. Und ja, auch der hier, der ist schon ein bisschen älter mit Krabbe und Muschel. Ich meine, irgendwas um die 10 war bisher der größte jetzt hier, den ich hatte. 12, noch was. Ja, auch nicht schlecht. Also, der muss doch irgendwann mal reinballern. Und ich werde hier einfach noch weiter durchziehen. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, gefällt mir mega. Durchhaltevermögen wünsche ich dir. Einfach hier sitzen, schön nebenbei durchziehen und hoffen, dass vielleicht bei dir irgendwann der schwarze Büffelfisch reingeht. Solange er hier noch geht, einfach mal testen. Petri, bis zum nächsten Mal.